Skechers. Jeder kennt sie, viele tragen sie. Aber wie machen sie sich als Arbeitsschuh? Moin, jeder kennt sie. Viele von euch tragen sie wahrscheinlich selber als Freizeit- und Straßenschuh. Jetzt gibt es sie auch als Workwear, also als Berufsschuhe, und zwar Skechers. Und in diesem Video wollen wir mal klären, was sind die Unterschiede von den Berufsschuhen zu den normalen Freizeitschuhen, wie ihr sie wahrscheinlich schon kennt. Und vor allem, welche Modelle gibt es da und wie machen die sich bemerkbar? Haben die große Vorteile? Das testen wir natürlich auch draußen selber aus. Fangen wir erstmal mit dem wohl bekanntesten Modell an. Slip-In, ich nenne ihn immer Schuhlöffelform, bei dem der Haken hier hinten nochmal nach außen rausgeht und man wirklich super leicht in diesen Schuh kommt. Hier genannt Summit, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht mal, ob er als Freizeitschuh auch Summit heißt. Jedenfalls in der Workwear-Variante ist das sein Name. Den ganzen gibt es auch nochmal für Damen. Eine Besonderheit hierbei ist schon mal, die ganzen Schuhe sind zertifiziert nach ISO 20347 und somit berufsschuhtauglich bzw. als Berufsschuh zertifiziert. Auch die rutschhemmenden Sohlen sind SRC zertifiziert, da kommen wir auch nochmal drauf. Damit auch für alle, für die es wichtig ist, sie sind für den Dienst zugelassen, also absolut diensttauglich. Der große Unterschied jetzt in den Modellen liegt natürlich einmal im Material, dann in der Schuhform. Also wir hatten jetzt ja schon den Slip-In mit dem etwas nach außen gezogenen Hackenbereich und dann auch nochmal in den verschiedenen Arten, wie das Material gefertigt ist. Also wir haben offenes Meshgewebe, wir haben geschlossenes Meshgewebe, wir haben völlig glatten geschlossenen Schuh und wir haben auch noch einen Schuh, der ist waterproofed. Da ich aber ja auch Skechers gerne trage, werde ich jetzt die Schuhe alle natürlich selber mal anziehen, denn einen Schuh kann man eigentlich nur fühlen, wenn er am Fuß ist und man sich mit ihm bewegt. Also, gehen wir los. Und da sind wir nun. Sind mal kurz in eine leere Halle von uns gegangen, um die Indoor-Schuhe praktisch zu testen, denn dafür sind sie ja maßgeblich gemacht. Viele haben vielleicht schon mal gesehen in Videos, wenn man es überhaupt sehen konnte. Ich trage selber gerne privat so Skechers, wenn es einfach mal ein bisschen legerer oder sportlich zugehen soll. Und daher habe ich praktisch den Summit hier als normalen Schuh, als Freizeitschuh. Hier ist er jetzt in der Work-Variante. Gucken wir uns den an. Das hat jeder gesehen, man kommt ohne die Hände benutzen zu müssen, ohne in die Hocke gehen zu müssen, in diesen Schuh rein. Es ist ein richtig guter Slip-In-Schuh, sitzt trotzdem wunderbar am Hacken und am Fuß. Und der Unterschied zu dem normalen Freizeitschuh kann ich jetzt vom Gefühl schon sagen, dass die Einlage kräftiger und dicker ist. Das Memory Foam, was hier verwendet wird, ist wirklich nochmal ein anderes. Dadurch hat man auch im Schuhbereich mehr Halt und der Schuh ist ziemlich rutschfest. Übrigens, die Sohle mit der Innensohle zusammen gibt euch auch nochmal eine Elektrosicherheit. Das ist nicht nur elektrostatische Aufladung, sondern auch der Fluss, der durchgeleitet wird durch euren Körper. Wenn ihr also einen Phasenprüfer nutzt mit einem Skechers-Schuh, kann es gut sein, dass der nichts anzeigt, ne? Weil der Strom durch die Sohle verhindert wird, durchzufließen, zumindest zu einem gewissen Grade. Der Cessnock hat eine partielle, recht offene Mesh-Membran, ist sehr atmungsaktiv, wird dann seitlich nochmal unterstützt, so dass ihr dort kein Eindringen von Staub und Dreck erwarten müsst. Der große Unterschied ist aber jetzt zum Beispiel zum Summit, habt ihr gesehen, in den Summit schlüpft ihr einfach so rein, der hat, ich nenne es immer Löffelform im Hackenbereich, so dass ihr wirklich hineingeführt werdet mit dem Fuß. Hier habt ihr eine Anziehhilfe für den Schuh und ihr braucht praktisch eine Unterstützung mit einer Hand, um vernünftig reinzukommen. Mit Gewalt geht das auch so, aber das schadet natürlich immer dem Schuh. Auch beim Nampa haben wir das Gleiche. Wir brauchen am besten Unterstützung einer Hand, um gut in den Schuh hineinzuschlüpfen. Auch mit Gewalt wird es wieder so gehen, aber ihr wollt euren Schuh ja nicht unnötig belasten. Großer Unterschied hier ist, dass
das gesamte Material und die Oberflächenstruktur glatt und geschlossen ist. Der Schuh auch damit ein bisschen fester am Fuß liegt, euch ein bisschen mehr Halt nochmal zusätzlich gibt. Aber ansonsten weist er die gleich guten Eigenschaften, Kontraktion, Rutschfestigkeit etc. auf, wie die beiden Vorgängermodelle. Jetzt kommen wir zu dem einzigen Schnürmodell, was wir derzeit im Programm haben. Da kann ich natürlich nicht reinschlüpfen, wie bei den anderen, die den Gummizug haben. Hier aber ist die Zunge direkt mit dem Schuh vernäht und schließt ab, denn dieser ist waterproof. Dieses ist wie gesagt ein Schnürschuhmodell. Dementsprechend könnt ihr die Festigkeit und den Halt am Fuß persönlich einstellen, nach eurem Belieben. Das macht den Schuh natürlich stabiler im Gesamtbild. Zusätzlich weist er natürlich auch die Eigenschaften der anderen Skechers auf. Er hat unheimlich gute Rutschfestigkeit. Ihr habt gerade hier nochmal viel mehr Sicherheit im Schuh und auch Rutschfestigkeit auf der innenliegenden Sohle. Und zudem ist er nun mal ja auch wasserabweisend, was ihm auch mal auf ein anderes Level hebt. Wo die anderen eigentlich mehr Indoor und eher Gutwetterschuhe sind, könnt ihr den praktisch auch draußen jederzeit gut nutzen. Ja, das waren jetzt erstmal die Modelle, die ihr schon bei uns jetzt verfügbar habt. Es werden noch weitere Folgen, unter anderem auch mit Zehenschutz, also bleibt dran, das lohnt sich. Ja, und damit sind wir schon wieder beim Ende. Tragt ihr auch Skechers? Habt ihr auch schon Erfahrung mit den Berufsschuhen von Skechers? Dann schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare. Seid ihr damit d'accord, was wir hier auch so gesagt haben, oder habt ihr noch ganz andere Erfahrungen gemacht? Und vor allem, wie gerne tragt ihr Skechers? Ja, und dann sage ich danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt und tschüss, bis zum nächsten Mal.